I think it's very, very important to look back in history. We have kind of a war going on right now, which has happened before. Problem is that we don't necessarily learn too much, even that we read the history, but I think it's important to try and do it. We have a tendency to do the same mistakes over again. If the right people looked a bit more into history, maybe we could avoid that. It would be nice, I think. I'm a quite peaceful guy, really. I like violence to be a hobby and fun, and not for real. My name is Jawohl. I'm from Norway, and I'm the leader of the Norwegian fighting group here in Neustadt Glewe, which is called Jawohl, which means Wolverine, or in German Vielfraß. The Wolverine is the most angry animal of all the Scandinavian animals. Can be around 40 kilograms. And it lives on hunting reindeer. They have also been known to attack elks, mooses. It's a solitary animal which don't like each other very well, except when there's mating season. Our thought is that, well, if we're gonna have like a spirit animal for a group, we would like the most ferocious ones. And that's the Wolverine, or the Jawohl. Is the Norse name for the animal. Ich bin Doreen und ich lagere hier zum zweiten Mal in Neustadt Glewe mit, im mittelalterlichen Lager. Da wer in Neustadt Glewe wohnt, der kommt eigentlich nicht am Neustädter Burgfest vorbei. Und dann hat man so angefangen, so Stück für Stück so ein bisschen ins Mittelalter einzutauchen. Am Anfang waren es selbstgenähte Fantasiegewänder. Dann hat man schon ein bisschen geguckt, was passt eigentlich so richtig, was möchte man eigentlich darstellen. Dann hat man Gewänder sich zusammengekauft, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hat man wieder ein bisschen genauer geguckt und gesagt, okay, das könnte so passen, das könnte zu der Zeit gepasst haben oder dazu passen. Und so hat man sich Stück für Stück weiterentwickelt. Ich überspringe immer mehrere Jahrhunderte und dann ist es manchmal hier ein Schmunzler, wenn ich dann so im 9., 10. Jahrhundert gewandelt im Zelt verschwinde und dann plötzlich im 14. Jahrhundert wieder rauskomme. Und da sind so zwei Herzen in meiner Brust.
Zum einen ja als Bürgermeisterin, dass ich mit dem Burgadel gemeinsam das Burgfest eröffne, an der Adelstafel mitsitze im Adelsgewand. Und die andere Seite ist aber, dass ich ganz schnell dann auch wieder aus dem Adelsgewand rausschlüpfe und dann in meine Kleidung hier hineinschlüpfe und dann eben im Lager hier zu Hause bin. Ja. Darum schlage ich dir. Dann sind wir so ein bisschen bei Center-Geschichte mit den Gehern. Ich bin Piti von den Warnowölfen. Ich bin jetzt seit ungefähr 2010 bei diesem Sport dabei. Am Anfang habe ich viel mit Messern und Schwertern gekämpft, bin jetzt aber dazu übergegangen, fast nur noch mit Speer zu kämpfen. Hier in Neustadt ist das ja nicht möglich, von daher habe ich auch mit Schwertschild in den letzten Jahren trainiert. Eigentlich ist mein hauptsportlicher Aspekt sozusagen der Speerkampf. Und ja, ich mache weiter einfach eine Darstellung hier aus der Gegend um 950, aber keine Handwerkerdarstellung, sondern einfach eine relativ einfache Kriegerdarstellung. Ja, aber erst einmal. Ich bin der Max, ich bin von der Gruppe Bloodhorn und ich bin jetzt 23 Jahre alt, mache das Ganze so seit vielleicht 4 Jahren, also noch gar nicht so lange eigentlich. Also wir sind ja verstreut über komplett Deutschland, aber wenn man sich trifft, dann ist das irgendwie immer gut. Und dann sind wir halt so ein kleiner Haufen von kleinen Nerds, die sich Wissen zusammensammeln und ja, auch gerne halt einfach zusammen kämpfen. Die Burg Neustadt Glewe gehört der Stadt Neustadt Glewe, wird auch von der Stadt Neustadt Glewe betrieben und unterhalten und auch die letzten Jahrzehnte auch das Burgfest entsprechend organisiert. Auch von der Stadt Neustadt Glewe ist der Veranstalter des Ganzen. Und wir wollen natürlich unsere mittelalterliche Burg, so lange wie es möglich ist, auch erhalten. Es ist eine der besterhaltensten Wehrburgen hier in Norddeutschland. Also die Burg ist unser kultureller Mittelpunkt einfach. Und das Burgfest ist eigentlich so der Höhepunkt hier rund um die Burg. Das Lagerleben, die Veranstaltungen, die Schlachten, die Ritterturniere. Das ist so das, was unsere Burg auch ausmacht. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um Ihnen wieder nach einer recht dürftigen Zeit ein schönes Burgfest zu bieten. Willkommen beim Burgfest Neustadt Glewe. More than 230 fighters arrived from more than 13 countries. They will give a great Muscat battle for you. Kämpfen mache ich quasi seit den Anfangstagen. Am Anfang natürlich mehr schlecht als recht. Ich habe dann irgendwann angefangen, das Ganze mal ein bisschen zu steigern, weil ich für mich auch einfach besser werden wollte, als einfach nur auf einem normalen Mittelaltermarkt rumzurennen, sag ich mal. Und große Schlachten in Berlin war ich jetzt noch nicht. Das kommt noch. Und in Neustadt war ich letztes Jahr dann auch. Also das ist für meine kurze Laufbahn eigentlich ja auch schon ein bisschen was. Da kann ich drauf aufbauen. Mein Anspruch ist nicht, Leute zu töten, sondern einfach mich zu verbessern. Ja, das ist so das, wo ich hin möchte. Also für mich und auch so die Trainingsgruppe, die ich jetzt gerade habe, ist das einfach ein reiner Sport. Also wenn wir uns in der Halle treffen, bin ich, glaube ich, der Einzige, der mit den Klamotten zum Training kommt. Der Rest hat Turnschuhe, Sporthose und T-Shirt, vielleicht mal ein Tunika an, aber halt im Grunde genommen einfach normales Sportoutfit. Die Polsterung ist ja auch modern, die wir haben. Von daher ist es ja grundsätzlich auch eigentlich ein Sport. Und wir sehen das halt auch nur als sportlich. Für uns ist das keine Darstellung zu kämpfen, sondern für uns ist es ein sportlicher Anreiz. Wenn ich auf dem Feld gehe und sage, da sind 5-mal so viele Leute, ist es für mich kein, oh Gott, wir werden verlieren, sondern juhu, ich werde heute was lernen. Irgendjemand wird es ja schaffen, mich zu überraschen. Also los, komm. Please welcome the fighters. Das Besondere an Neustadt Glewe ist für mich tatsächlich ein Zusammenkommen von vielen Leuten, was man
so halt nicht oft hat. Das hat man im Endeffekt in dieser Größenordnung nur hier in Deutschland in diesen härteren Kampfsystemen. Volk von Neustadt Glewe, willkommen zum 29. Hochfest hier in Neustadt Glewe. Ihr wisst, was passiert, ihr wisst, was folgt. Die große Osternschlacht zu Neustadt Glewe. Und jetzt heißt die Verteidiger der Burg willkommen. We come to Neustadt Glewe because in Norway we don't have that much of this heavier type of fighting, which we really love. So my group is a gathering of people which love this style of fighting from quite a few different Norwegian groups. So we made this group to travel out together and do this huskall fighting. So in Norway, most of the people train the Western style mainly. It came first time 2015, and yeah, it's become one of my favorite places to go. Das sind die Angreifer! Heißt sie willkommen! Am glücklichsten macht es mich, wenn ich mit Freunden und Fremden auf einem Schlachtfeld stehen kann und wir zusammenarbeiten können, Fehler ausnutzen können, beim Gegner provozieren können, zusammenarbeiten können. Dabei aber nicht zu leichtes Spiel haben, sondern uns das alles erarbeiten müssen. Also dazu kommt auch noch, dass mir das Kommandieren an sich relativ viel Spaß macht. Also wenn jemand zu mir sagt, hier willst du mal die Teileinheit kommandieren oder hast du Spaß daran, hier eine Flanke oder irgendwie sowas zu übernehmen, ja, da habe ich relativ viel Spaß. Es ist die Entscheidung, die hier vor Ort getroffen wird, wer sie gegen wen kämpft. Und wir wollen alle hinterher einen schönen Abend haben. Und an der einen oder anderen Tafel sitzen und das eine oder andere genießen. Sobald der Bannerträger gefallen ist, hat die Seite verloren. Have a drink. Good fighting, guys. Fantastic. Yeah, thanks. Thank you. See you later, guys. Was wäre euch das fast?
Schild is the best. Yeah, I'm still standing. Ale tutaj to jeszcze taka skorupa zrobiła w pewnym miejscu od tej krwi. Weil mich einer umgerannt hat und auf mir gelandet ist. Deswegen war mein Helm samt Kettengeflecht in meinem Gesicht. Und deshalb ist meine Nase ein bisschen blutig. Ja, hat auch ein bisschen gestützt. Aber im Allgemeinen dafür, dass so ein 90 bis 100 Kilo Typ auf mir gelandet ist, geht es mir ganz gut. Ich habe schon auf die Reihe gekriegt. Ja, klar gehe ich gleich noch. Machst du die andere auch? Teddybärchen. Teddybärchenpflaster? Das ist tatsächlich ein Teddybärchenpflaster. Wo wir halt wirklich Wert drauf legen, ist halt gar nicht mal so das kämpferische Niveau. Das kommt im Endeffekt im Nachhinein, sondern erstmal, dass man miteinander kann. Du hast sehr viele Haare auf der Nase. Es ist noch dran. Das ist nicht dran. Doch, das ist da. Ja, ja. Einmal diese Wikinger mit den langen Haaren und dem Bart und Deckelschädel. Natürlich kann es hier und da mal einen kleinen Streit geben, aber im Großen und Ganzen verstehen wir uns eigentlich und wir kommen immer auf den gleichen Punkt am Ende des Tages. Gentlemen, thank you. It was really well performed. In this constellation, we were fighting for the first time. I think that Job's Triglav or Nordirak were supporting your group. So we intermingled very nicely. It was well oiled, well trained, very good fight, very intense, but not stupid. That's the point. And out of a sudden, I don't know if you know, but we won 3-2. Yeah? Nothing more to say. 30 minutes before the fight, we meet here. Yes, Okay? yes, yes. Thank you. Das war ein schönes, ausgeglichenes Spiel. Hat Spaß gemacht. Ja. We are the Norwegians, so we are the real Vikings, of course. That's not true at all. We're just normal guys which are interested in history. We do all kind of different things. And for most of us, this is our way to just get away from normal society. Like my cell phone went out of batteries 2 days ago. My family is probably not too happy about that, but to be able to just don't care about stuff like that is very nice. And just live and think about what's happening now. So it's a good break. And also I think, to be honest, this fighting, for a lot of us, it's good. It makes us better persons. Because all the bad things which everyone has inside has a channel, a direction you can get it out from yourself without really hurting anyone, which is good, I think. Every human needs some kind of activity to get away with all the strong emotions. And for us, this is a perfect way to do it. So it's a mix of many things why we do this. Also, now we have a lot of friends in Germany, and it's always nice to meet them again. Das zieht gerade richtig schön durch die Socken. Was eine Kacke, ey. Nee, Gott sei Dank ist es nur Wasser. Stell dir vor, es wäre Scheiße. Da steht ein Hering im Rücken. Nur vorhin, wenn wir kommen. Ja, richtig. Ja. Ich kann mich ja nicht mehr.
Aber das haben wir gestern besprochen. Du hast mich auf der Bank geguckt. Junge, was ist mit deinem Gehirn? Wie viel Uhr war es denn? Wie viel Uhr war es denn? Es war 7 oder so. Ja, war erst. Ja. Ja, dann die Kerze ausmachen. Ich werde auch mit Schluss stellen. Ich glaube, bei uns ist es einfach Nervenkitzel. Also auf einer gewissen Weise ist es immer wieder Nervenkitzel. Und für mich persönlich ist es, sobald ich auf dem Schlachtfeld stehe, werden die Gedanken ganz leise im Kampf. Es ist so ein, wenn ich nicht aufpasse, tut es mir weh. Wenn ich Unsinn mache, tue ich wem anders weh, was ich auch nicht möchte. Ich muss genau hier sein und man lebt im Hier und Jetzt. Yesterday. Boom! I had one in the head and I just fell. So I have, it hurts, but good hit. Was a long accident? No, sword. It's not my helmet, I borrowed it from. This majority of men which fight Huskarl in Norway, but honestly in the fighting scene in general with the Western style, I think at least 30% of the fighters are women. So there is normally quite a few women, but not that many when we fight Eastern style and Huskarl. Macht Spaß. Also ich mache das noch gar nicht so lange, ich mache das erst 3 Jahre oder so. Ich habe dann so 4 Jahre erst immer den Männern zugeguckt und habe gesagt, okay, ich würde mal gerne auch mal irgendwas ausprobieren und dann, dann sucht man sich seine Waffe aus und dann hat man die halt, ich mache gerne Speer. Da hat man ja auch ein bisschen noch mit Distanz, ne? Als wenn man jetzt mit Speer oder Axt macht, dann ist man dann doch ein bisschen mehr mit drin dann halt, ne? Respekt davor, ne? Dass die Frauen auch diesen Mut aufbringen, sich einfach damit reinzustellen. Ne? Also das ist ja schon die gewisse Hemmschwelle, überhaupt da mit hinzugehen, wenn man schon mal einmal so gesehen hat, wie das ist. Das ist so ein bisschen Adrenalin und dass man, ja genau, und dass man dann halt wieder heile rauskommt dann, ne? Dass man dann das geschafft hat, dass man genauso gut ist wie die Männer und für einen selber, auch fürs Wertgefühl ist es ja auch was Schönes, dass man da bestehen kann, sage ich mal. Die Gruppe heißt Röde Wahn. Die Roten Wölfe. Wir sind verheiratet und kämpfen zusammen. Kämpferei war schon immer unser Ding gewesen. Ne? Meine Frau ist auch mit im Hobby, mal mehr oder weniger aktiv kämpfend, also wie es gerade passt. Wir fahren zusammen sehr gerne ins Mittelalter. Aber ansonsten, der Rest meiner Familie sagt so, naja, okay, jeder hat so seins, was ihm Spaß macht. Zum einen ist es eine tolle Bereicherung, Geschichte zu erleben, weil wenn man hier durch die Lager geht, dann kann man mehrere Zeitalter erleben. Man macht sich viele Gedanken darum, ob es wirklich so vielleicht oder so ähnlich gewesen sein könnte. Dieser Weg. Ja, das ist schon so. Wunderbar. Ist unten alles kalt. Ich vertraue das mal. Oh, die kleine Röhre. Excuse me, sir, may I have a question, please? Yes. There are rumors that the battle gonna take place sooner than according to plan. Yes, a little bit, 30 minutes before yesterday. Oh, so not as, I think. As soon as 11, what they say. No. Let's look. Oh, so not as I think. No. Let's look. Thank you, sir. Have a nice day.
mag es einfach wirklich gerne zu kämpfen und vor allem auch so Teamwork zu entwickeln und mich halt einfach immer weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist der Punkt. Dass man halt einfach nicht stehen bleibt und sich immer in irgendeine Richtung ein Ziel setzt und dann treppchenweise weiterklettert. Aber ich möchte dabei halt schon halbwegs so aussehen, wie es damals gewesen wäre. Auch wenn auf dem Kampfplatz vielleicht nicht x 100 Leute in Top-Ausrüstung gestanden hätten. So möchte ich trotzdem bei dem, was ich trage, dass es in sich stimmig ist. Auch wenn mir im Endeffekt dazu das Pferd fehlt. Willkommen zur Schlacht. We like one-handed spear and big axes because if you look at the grave finds, we think that is the most authentic weapons to use. And especially in Norway, like big broad axes like that, it was in use at least until the 15th century. Dreizehn Nationen, fragt mich bitte nicht, welche Nationen das sind. Das Wichtigste, sie sind alles Menschen. Sie sollten alle gleich sein. Und dabei ist es vollkommen egal, welche Hautfarbe man hat, aus welcher Nationalität man kommt oder welches Geschlecht man hat. Und dabei meine ich alle. Im Grunde sind wir basisdemokratisch. Wir haben nur auf dem Feld einen Taktik-Commander oder einen Subgruppen-Commander, wie man das nennen möchte, der halt die kleine Kampfgruppe kommandiert und nicht das große Ganze. Das ist eine sehr zuvorkommende Szene. Wenn jemand mit Politik anfängt, versuche ich das Gespräch entweder sofort zu beenden oder gehe einfach. Und wir begrüßen die Verteidiger der Burg Neustadt Glewe. Applaus! Sind hier vertreten. Speere, Darmäxte, Schwerter, normale kurze Äxte. 2 Trefferpunkte muss jeder bekommen, damit er fällt. Diesmal drücken die Angreifer auf ganzer Linie. Auf ganzer Linie. Auf ganzer Linie geht's nach vorne. Über beide Waffen. Die rechte Waffe, der Angreifer und das Center. Verteidiger ist noch auf. Die Schlacht
We are not Vikings. We think very different from how they would. But it's still smart to try to understand what has happened before your time. So we try to push a bit in the direction of authenticity, like that's the goal, but not to be too strict about it. But of course, we all love history. That's how we ended up in doing this in the first place. That's just awesome. When do you have time for that normally in this 21st century life? That's not often. Das Banner ist gefallen! Das Banner ist gefallen! Jetzt steht es 1:1. Ein Sieg für die Verteidiger und ein Sieg für die Angreifer. Super! Hallo, seid gegrüßt. Es gibt ein neues Buch, und zwar den 3. Band, Zoe und Zarin und der Fluch des Amuletts. Ist jetzt gerade neu erschienen und gibt es jetzt hier in Neustadt Glewe zum ersten Mal auf dem Markt zu kaufen. Zoe und Zarin und der Fluch des Amuletts.